Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute wird es ein Video der etwas anderen Art geben und ich werde heute auch ein bisschen mehr frei raussprechen. Das heißt, ich habe mir irgendwie nichts vorbereitet, was ich sagen werde. Das soll vielleicht auch alles ein bisschen mehr spontan sein. Und das hat natürlich auch alles seinen Grund. Und zwar habe ich unter einem meiner letzten Videos einen Kommentar gekriegt, der mich etwas zum Nachdenken gebracht hat. Der Verfasser des Kommentares ist auch jemand, der schon etwas länger dabei ist, der öfters meine Videos schaut und ich kann davon einfach ausgehen, dass er schon öfters meine Videos geschaut hat, da auch schon öfters von mir Videos kommentiert hat oder auch ältere Videos von mir kommentiert hat. Deswegen gehe ich einfach mal ganz stark davon aus, dass das jemand ist, der regelmäßiger, ich sage jetzt einfach mal so, regelmäßiger die Videos von mir schaut. Und der hat mir auch einen Kommentar hinterlassen, was mich ein bisschen zum Nachdenken gebracht hat. Vorab möchte ich auch sagen, dass ich bin mir dazu 100% sicher, dass der Verfasser des Kommentares es nicht böse meint, mich damit irgendwie verletzen will oder angreifen möchte oder sonst irgendetwas. Das ist eine Art konstruktiver Kritik, die ich auch wirklich annehme und ich bin wirklich dankbar dafür, dass er das geschrieben hat, wirklich. Aber das hat mich dann jetzt auch ein bisschen dazu gebracht, auch vielleicht diese Antwort darauf zu geben, weil es könnte ja sein, dass mehrere Leute dieses Gefühl haben. Und zwar hat er geschrieben, sowas in der Art wie, also ich muss mir das jetzt auch selber übersetzen, dass ich ja nicht mehr so oft auf die Kommentare eingehe wie früher. Und ja, dass das ja eine Art Ignoranz meiner Abonnenten ist und dass das ja nicht nett wäre. Ich habe auch schon dem Verfasser geantwortet, er hat mir auch geantwortet. Also deswegen, wir sind wirklich gut miteinander. Ich denke, jeder versteht die andere Seite auch. Aber trotzdem habe ich mich dann dazu entschlossen, das vielleicht hier zu erzählen. Vielleicht wie meine Arbeit hier am Kanal aussieht, vielleicht auch ein bisschen wie meine Privatsituation aussieht und im Allgemeinen, damit ihr vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen könnt, wie es derzeit bei mir ist. Ich muss sagen, ich bin wirklich dankbar für diesen Kommentar. Wo ich den am Anfang gelesen habe, hatte ich erstmal so leichte gemischte Gefühle, dass ich vielleicht leicht traurig war, vielleicht auch etwas leicht, ich will jetzt nicht das Wort enttäuscht nehmen, aber vielleicht von mir selber vielleicht auch ein bisschen okay, dass ich da vielleicht irgendwo nicht gerecht geworden bin. Aber im Endeffekt bin ich wirklich dankbar dafür, weil natürlich hat mich das dann auch etwas selbst reflektiert. Aber das hat natürlich auch alles seine Gründe, warum es so ist, wie es ist. Und zwar kann ich euch sagen, ich habe auf den heutigen Tag genau 6.473 Abonnenten. Das ist wirklich gewaltig, das ist wirklich gigantisch und ich kann euch wirklich sagen, am Anfang, wo ich den Kanal gestartet habe, hätte ich es mir niemals träumen lassen können, dass ich irgendwann wirklich so viele Abonnenten habe. Damals, wo ich den Kanal gestartet habe, dachte ich mir, boah, wenn ich irgendwann mal die 500 Abonnenten erreichen werde, das ist der Wahnsinn. Wenn 500 Leute dem Kanal folgen, wenn 500 Leute zuschauen, was ich sage, dann wird das der Wahnsinn sein. Und ja, mittlerweile sind es jetzt mehr und ich bin wirklich dankbar für jeden einzelnen Zuschauer, für jeden einzelnen Aufruf, für jeden einzelnen Like, Abo und alles, was dazu gehört. Also ich bin wirklich vom ganzen Herzen dankbar. An dieser Stelle auch nochmal vielen lieben Dank dafür. Das ist auch vielleicht auch mit einer der Gründe, warum ich jetzt auch weniger auf Kommentare eingehen kann. Früher, wo ich Videos hochgeladen habe, waren es wesentlich weniger Kommentare. Das heißt, ich hatte vielleicht 20, 30 Kommentare unter einem Video. Mittlerweile sind das um die 100, 150 Kommentare, teilweise 70, 80 Kommentare. Und ihr müsst euch dann vielleicht auch mal so vorstellen, wenn ich jetzt ein Video habe, was ungefähr 100 Kommentare hat und ich investiere wirklich nur 2 Minuten pro Kommentar, dann bin ich einfach mal schon mal so, nur beim Antworten der Kommentare, bei ungefähr 200 Minuten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einfach die Zeit nicht über. Das ist wirklich nicht so, dass ich euch ignorieren möchte oder ihr mir egal seid. Mir fehlt aber einfach die Zeit. Ich habe einen ganz normalen geregelten 8-Stunden-Job. Um an dem Kanal hier zu arbeiten, stehe ich wirklich morgens 2, 3 Stunden vor der Arbeit auf, so wie jetzt auch, um an dem Kanal zu arbeiten. Und da kann ich wirklich alles machen. Das heißt, ich kann am Schnittprogramm arbeiten, ich kann so wie jetzt eine Aufnahme machen, ich kann irgendwelche Korrekturen machen, also irgendetwas, was mit dem Kanal zu tun hat. Das heißt, ich habe diese 2, 3 Stunden vorher, wo ich an dem Kanal arbeite, dann habe ich meinen ganz normalen geregelten 8-Stunden-Job, der endet in der Regel um 17 Uhr und dann bleiben die letzten 2, 3 Stunden Zeit mit meiner Tochter, da sie noch klein ist, sie geht dann auch etwas früher schlafen. So sieht dann ungefähr mein Alltag aus. Und wie ich schon gerade gesagt habe, ist das dann etwas schwierig oder ich muss dann ja auch selber irgendwo Prioritäten setzen. Also meine Zeit, meine 2, 3 Stunden investiere ich die jetzt in Kommentare beantworten oder nehme ich ein neues Video auf, was dann auch sonntags hochgeladen wird. Wie ihr wisst, kommt eigentlich jeden Sonntag immer mindestens ein Video.
Und ja, ich muss dann irgendwie gut meine Prioritäten setzen, was mache ich jetzt als erstes und was mache ich jetzt als letztes. Und um euch vielleicht auch mal so zu erklären, wie lange manchmal so eine Arbeit an so einem Video geht, um das vielleicht auch nochmal zu verdeutlichen, ich weiß ja nicht, vielleicht denken einige Leute, ich setze mich hier hin und in einer Stunde ist von der Aufnahme, Recherche, alles, bis es auf YouTube ist, vergeht vielleicht eine Stunde oder so. Das ist wirklich nicht der Fall und ich denke, das kann jeder bestätigen, der selber einen Kanal führt, dass teilweise eine Aufnahme vom Video, klar, das kann auch eine Stunde oder zwei manchmal nur dauern, aber manchmal arbeitet man auch 8, 9 Stunden an einem Video. Also das ist wirklich von der Recherche, Aufnahme, Schneiden, Rendern, irgendwelche Effekte im Video machen, Musik aussuchen, die dann da drunter legen, dann gewisse Korrekturen machen und so weiter und so fort. Dann vergehen manchmal wirklich 8, 9, 10 Stunden, manchmal auch nur 6 Stunden, aber das ist wirklich enorm viel Arbeit. Zudem muss ich auch sagen, wie schon gerade auch erwähnt, ich arbeite zu 100% wirklich allein an dem Video. Das heißt, ich habe keinen Partner, der mir dabei irgendwie hilft, also jetzt irgendwie einen YouTube-Partner, der mir dabei hilft. Ich habe keine Sponsoren, die mich auch irgendwie dafür bezahlen oder ich habe auch irgendwie keine Partnerverträge, Sponsorenverträge, überhaupt nichts. Also wirklich von A bis Z arbeite ich wirklich 100% allein an dem Video. Ich muss selber die Recherche machen, ich muss die Aufnahmen selber machen, ich muss die Videos selber schneiden. Dann habe ich auch noch ein E-Mail-Postfach, wo ich darauf auch reagiere, wo ich nicht selten Nachrichten kriege. Dann habe ich auch noch Instagram und Facebook, wo mich auch darüber die Leute kontaktieren, was ich natürlich auch anbiete. Also hier darf man das jetzt auch nicht falsch verstehen. Es ist nicht so, dass ich es nicht möchte. Das mache ich auch gerne. Ich antworte wirklich auf Kommentare, aber wirklich in einem bestimmten Zeitfenster einfach, wo ich auch die Zeit habe. Und wie gesagt, also ich mache hier wirklich alles alleine. Es gibt ja YouTuber, die zum Beispiel jemanden haben, der das Video schneidet oder sonst irgendetwas. Ich führe den Kanal zu 100% alleine. Auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass dieses Projekt ja derzeit einfach ein Hobby ist. Und ich verdiene ja auch kein Geld dabei. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt meinen regulären Job aufgeben kann, um mehr Zeit in den Kanal zu investieren. Also ich muss ganz normal arbeiten gehen, weil ich sonst kein Geld verdiene. Und der Kanal wirft einfach nicht so viel ab, um davon leben zu können. Um das vielleicht auch nochmal so ein bisschen zu unterstreichen oder zu verdeutlichen, was ich an so einem Video verdiene oder im Allgemeinen, was mir YouTube auszahlt. Das sind, kann ich euch sagen, so ungefähr 1 bis 2 Euro bei 1000 Klicks. Also wenn ich jetzt mein letztes Carpatch-Video, was jetzt, ich weiß nicht, das hat jetzt, glaube ich, so ungefähr fast 1000 Aufrufe. Wenn ich jetzt mal so ganz kurz schaue, ja, das ist jetzt noch unter 1000 Aufrufe, dann habe ich da jetzt, ja, vielleicht habe ich jetzt 1,50 € oder 1 Euro an diesem Carpatch-Video verdient. Und wenn ihr das dann so euch ausrechnet, wenn ich jetzt 8 Stunden an einem Video arbeite und dafür 1 Euro oder 2 Euro kriege, dann könnt ihr euch meinen Stundenlohn ausrechnen, was ich verdiene, wenn ich hier auf YouTube arbeite. Wie gesagt, also nicht falsch verstehen, mein Ziel ist es wirklich nicht, damit Geld zu verdienen, das könnt ihr mir wirklich glauben. Aber um das einfach nur mal zu verdeutlichen, also das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl an Zeit, wo ich in den Kanal investieren kann, weil ich auch noch einen ganz normalen regulären Job habe, weil ich vom Kanal einfach nicht lebe. Wenn ich vom Kanal leben würde, dann würde ich auch mehr auf die Kommentare eingehen. Aber es ist wirklich nicht so, dass ihr mir egal seid oder dass ich euch ignoriere oder sonst irgendetwas. Ganz im Gegenteil, ich bin wirklich dankbar für jeden Kommentar. Und ich möchte auch erwähnen, dass das natürlich nicht so ist, dass ich noch nie irgendwie finanzielle Angebote gekriegt habe. Also es ist wirklich so, dass ich schon das ein oder andere Mal finanzielle Angebote gekriegt habe. Aber ihr könnt mir glauben, ich habe alles abgelehnt, was mit finanziellen Angeboten zu tun hat. Das hat auch einfach einen bestimmten Grund. Klar, Geld ist wichtig. Geld ist zum Leben wichtig, zum Überleben wichtig. Vielleicht, um auch mal einen Urlaub zu machen, brauchen wir Geld. Aber ich habe mir selber auch etwas in den Kopf gesetzt. Oder ich bin auch einfach so der Typ, der sich einfach nicht selber verkauft und auch nicht alles für alles macht. Ich habe nicht nur einmal ein Angebot gekriegt, wo mir Leute gesagt haben, schick mir deine Kontonummer, ich sende dir Geld zu, beantworte mir diese und diese Fragen und ich kann euch versprechen, dass ich alle Fragen umsonst beantwortet habe. Ich habe kein Geld angenommen, das habe ich auch immer dazu geschrieben, schreibe ich auch immer dabei, dass ich kein Geld haben möchte, dass ich euch so antworte. Nur natürlich müssen die meine Antworten auch noch selber irgendwo anders verifizieren von einem Experten oder Profi. Da sind auch manchmal sehr viele Fragen, was Gesetze angeht und ja, da muss ich auch immer vorsichtig sein, was ich da antworte. Und auch noch eine andere Sache, und das ist jetzt auch nicht gelogen, wurde ich schon mal von jemandem angeschrieben, der eine Plattform führt. Und der hat mir angeboten, auf dieser Plattform zu arbeiten, um meine Dienstleistung als
Auswanderer anzubieten, dann, wo ich dann Leuten Tipps und Informationen gebe zum Thema Auswandern nach Polen. Und ich habe das wirklich abgelehnt, aus einem bestimmten folgenden Grund. Die Plattform, oder ich wäre dann der Dienstleister, in dem Sinne, der dann Geld dafür kassiert, dass du mich buchst. Ja, also du buchst mich, bezahlst mir, ich weiß nicht, also wenn ich mir da die Preise angeschaut habe, dann gehen zum Teil 50, 100, 200 Euro für 2 Stunden Beratung, irgendwie sowas. Also ich nehme zum Beispiel 100 Euro für eine Beratung, du stellst mir Fragen, ich gebe dir Antworten zu bestimmten Themen. Und ja, ein gewisser Prozentsatz geht dann einfach an die Plattform. Ohne jetzt die Plattform hier zu nennen oder die auch nicht irgendwie schlecht zu reden, wirklich, darum geht es mir gar nicht. Ich kann verstehen, die Plattform, die muss Geld verdienen. Das ist auch meiner Meinung nach legitim, alles. Das ist voll in Ordnung. Ich bin mir aber selber damit irgendwie nicht ganz einig geworden. Ja, und ich habe dann der Plattform angeboten, dass ich das machen kann, aber ich möchte das umsonst machen. Ich möchte wirklich meine Arbeit umsonst anbieten. Ich möchte meine Hilfe, meine Informationen, die ich habe, umsonst anbieten, was dann von Seiten der Plattform ja, abgelehnt wurde. Wie ich gesagt habe, die Plattform, die muss ja auch Geld verdienen. Wir haben das auch alles vernünftig erklärt. Ja, ist das schwierig zu machen? Und dann haben die zumindest gesagt, ich könnte vielleicht einen kleinen Betrag nehmen, um zumindest, dass die Plattform auch etwas verdient. Aber ich habe mir dann selber einfach gesagt, dass ich mich auf gewisse Art und Weise, das hört sich vielleicht jetzt ganz brutal und böse an, aber dass ich mich einfach nicht verkaufen möchte. Es ist ja nicht so, dass ich gegen geschäftliche Anfragen bin. Nur wenn ich schon irgendetwas promote, muss ich aber auch wirklich schon dahinter stehen. Also ich bin wirklich derjenige, ich möchte euch hier wirklich nicht irgendwelche Sachen verkaufen, Produkte verkaufen oder sonst irgendetwas, wo ich selber nicht zu 100% dahinter stehen kann. Ne, also ist einfach so. Ich werde jetzt hier nicht irgendwelche Gummistiefel rausholen und sagen, hier kauft die Gummistiefel unter dem Link und ich verdiene dadurch irgendetwas oder so. Mache ich einfach nicht, Punkt, Schluss, aus. Ich bin ein ehrlicher Mensch, ich möchte ehrlich sein, ich möchte meiner Community gegenüber ehrlich sein. Wie gesagt, ich verdiene kein Geld, ganz im Gegenteil, ich habe sogar Ausgaben an dem Kanal, wenn man überlegt, was ich alles an Geld investiert habe, für eine neue Kamera, Tongerät, Licht, was ich hier habe, manchmal für die Gewinnspiele, die ich mache. Das sind ja alles Sachen, was ich ja aus eigener Tasche finanziere. Ihr könnt euch mal mein erstes Video angucken und das heutige Video zum Beispiel, und dann könnt ihr ja sehen, wie die Lichtverhältnisse sind, wie der Ton ist, wie das Bild ist. Das ist ja alles schon ganz anders. Ne? Und ich habe ja, glaubt mir, ich habe einen guten vierstelligen Eurobetrag in das Ganze reingesteckt und das Geld ist nicht reingekommen. Und es geht mir auch nicht darum, wirklich. Es geht mir darum, mehr, und das habe ich auch schon in dem einen oder anderen Video erwähnt, wirklich den Leuten das Land Polen näher zu bringen. Einfach die schönen Seiten zu zeigen, auch die negativen Seiten, auch eine Verbindung einfach zwischen Polen und Deutschland herzustellen auf einer gewissen Art und Weise, da es einfach viele Missverständnisse gibt. Und so wie ich das derzeit mache, denke ich, mache ich soweit einen guten Job, da auch viele Leute mir auch, gerade die polnische Seite, also polnische Zuschauer mir auch geschrieben haben, dass die dankbar dafür sind, was ich hier mache, dass die auch jetzt den Stereotyp eines Deutschen zum Beispiel jetzt anders sehen wie vorher. Also die sehen jetzt auch teilweise den Deutschen anders, ne, weil es ist einfach manchmal so, dass beide Seiten eigentlich nichts voneinander kennen. Und deswegen ist das, denke ich, schön, dass ich das hier so mache. Und mich freut das enorm, wenn ich dann auch wirklich die Leute habe, die das dann auch positiv bewerten. Zudem hatte ich irgendwann auch mal eine Kanalserie, Zuschauerfragen, Zuschauerkommentare. Filme dieser Art bringe ich derzeit etwas weniger raus. Das hat einfach auch einen bestimmten Grund, da wenig Leute sich diese Videos anschauen. Und wie schon gerade gesagt, wie ich schon gerade gesagt habe, wenn ich eine bestimmte Zeit habe, in den Kanal zu investieren, versuche ich natürlich dann auch Videos zu machen, welche sich auch die Leute anschauen wollen. Um euch vielleicht einfach nur mal einen Vergleich zu nennen. Ich habe mein letztes Zuschauer-Kommentare-Video vor circa 8 Monaten hochgeladen. Das hat bis heute 500 Aufrufe so ungefähr. Und wenn ich das vergleiche mit den Videos, die ich 2 Wochen davor oder 2-3 Wochen davor und 2-3 Wochen danach hochgeladen habe, dann sind das ungefähr zwischen 2, 3, 4, 5.000 Aufrufe. Das heißt, andere Videos zu dieser gleichen Zeit haben ja, ungefähr 5 bis 10 Mal mehr Aufrufe wie diese Zuschauerkommentare Videos einfach. Und ich habe dann einfach das Gefühl, dass das vielleicht die Leute nicht interessiert oder einfach weniger interessiert. Und deswegen habe ich das dann jetzt auch einfach ein bisschen eingestellt. Vielleicht wird das in Zukunft auch nochmal kommen, wenn ich sehe, dass da wirklich Interesse besteht. Aber derzeit habe ich nicht das Gefühl, dass das die Leute einfach interessiert oder sich halt nicht so gerne anschauen. Und ja, ich versuche auch Videos natürlich zu machen, dass sich das auch die Leute anschauen. So, also ich runde das jetzt alles nochmal ganz kurz ab. Also an dieser Stelle auch nochmal, ich bin wirklich dankbar für jeden Kommentar, den ihr mir gibt, für jeden Like, für jeden Abo. Ich bin wirklich der ganzen Community dankbar für das,
was ihr macht. Also ich kann euch sagen, ohne euch würde es den Kanal wirklich nicht geben. An dieser Stelle auch nochmal danke ich dir nochmals wirklich, dass du dir dieses Video bis zum Ende angeschaut hast. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit wirklich sehr. Vielen lieben Dank dafür. Bleib gesund und ja, ich hoffe bis zum nächsten Mal. Ciao.